Mein Name ist Björn Schröder. Wir sind hier auf der Feuer- und Rettungswache Nord der Berufsfeuerwehr in Kiel. Kiel als maritime Stadt und somit auch die Feuerwehr ist nicht nur für den Brandschutz und Hilfeleistung auf dem Land zuständig, sondern natürlich auch für Einsätze auf dem Wasser. Auf der Innenförde, auf der Ostsee. Somit sind wir da auch speziell ausgerüstet mit vielen Einsatzgeräten, Einsatzfahrzeugen auf dem Wasser. Wenn bei uns auf der Wache der Alarmgong ertönt, dann gibt es immer auch einen kurzen Adrenalinschub. Trotz der Routine, die man vielleicht in einigen Situationen schon hat oder vergleichbare Situationen erlebt hat. Aber jeder Einsatz, jede Situation ist neu. Auch für die Feuerwehr Kiel ist Elektromobilität ein immer größer werdendes Thema. Uns begegnet immer mehr Elektromobilität im Einsatzgeschehen, aber auch in unserer Fahrzeugflotte kriegen wir immer einen größeren Zuwachs an Elektrofahrzeugen zu Land und zu Wasser. In der Ausschreibung unseres hybriden Feuerwehrbootes haben wir verschiedene Kriterien abgefragt. In Bezug auf den Elektromotor hat die Firma Molavo diese Kriterien am besten erfüllt. Mit der Firma Molavo hatten wir im Anschluss an die Ausschreibung eine enge Zusammenarbeit. Es gab gute Planungsgespräche, eine gute Inbetriebnahme, was dazu geführt hat, dass wir unser Boot schnell in Betrieb nehmen konnten. Mit dem Elektroantrieb können wir 2 bis 3 Stunden mit 6 bis 7 Knoten rein elektrisch fahren. Wenn wir die Elektromobilität jetzt in Kombination mit unserem Dieselmotor betreiben, schaffen wir in dem Boost-Modus bis zu 34 Knoten. Der Elektroantrieb hat viele Vorteile. Zum einen haben wir eine sehr geringe Geräuschkulisse im Hintergrund, sodass wir Schreie oder ähnliche Hilferufe auf dem Wasser besser erkennen können. Und neben den einsatztaktischen Vorteilen tun wir der Umwelt auch noch was zugute, weil wir rein mit Elektromobilität fahren können. Und das in unserem Einsatzbereich in einem relativ großen Einsatzgebiet. Dass der Elektromotor zudem noch berührsicher ist und keine Hochvoltanlage ist, ist für uns auch noch ein wichtiger Aspekt im Blick auf die Arbeitssicherheit. Um in unseren Einsätzen den Menschen zu helfen, brauchen wir nicht nur gute Ausbildung, sondern wir brauchen auch gute Technik, auf die wir uns jederzeit verlassen können.